Back at it again, ladies and gentlemen. Welcome to UWW Live. I'm your host, Eric Olenowski, and on today's show, we have the pleasure of welcoming three-time world champion from Germany, Frank Stabler. Frank, welcome to the show. Hi. We like to start here. Every show, we always give our guests the opportunity to explain their introduction into wrestling, how they got started, and what has kept them into the sport. So let's start there. How did you get started in wrestling, and how old were you? Ich war 4 Jahre alt und es hat mit einem witzigen Zufall eigentlich begonnen, weil ich habe einen älteren Bruder. Er war 2 Jahre über mir und wir waren sehr aktive Kinder und unsere Mutter wollte damals in das Mutter-Kind-Turnen mit uns gehen. Aber dieser Kurs war leider überbelegt und eine Etage drüber gab es noch freien Platz im Ringer Kindergarten. Und somit hat mit 4 Jahren durch einen Zufall alles angefangen. So you got started in wrestling by accident. Yes, durch einen sehr glücklichen Unfall. A happy accident. We thank that gymnastics class for being full. But when you started wrestling, and obviously you didn't have these lofty goals of becoming one of Germany's greatest sportsmen ever, but what were your goals when you started to take the sport seriously? Ganz am Anfang habe ich angefangen, ich wollte gut werden, ich wollte besser werden und ich wollte der Beste werden. Natürlich wollte ich Respekt, ich wollte Anerkennung, ich wollte Geld damit verdienen, all diese Faktoren von außen. Aber umso erfolgreicher ich geworden bin, habe ich schnell gemerkt, es ist nicht das, wo es ausreicht, um ganz oben zu stehen, sondern da braucht man andere Ideale. Und dort habe ich wieder mich daran erinnert, warum ich angefangen habe und warum ich mich in den Sport verliebt habe und habe festgestellt, dass ich mit meinem Durchhaltevermögen, mit meiner Disziplin auch viele Menschen berühren kann, weit über meine Familie hinaus. Und das war eine der meiner größten Motivationen, andere Menschen zu inspirieren und durch meine Erfolge zu helfen. Okay. And outside of injuries, let's talk about challenges that you faced in your career and obstacles that you've had to overcome. What has been the biggest obstacle for you that you've had to overcome in your storied career? Ja, viele, gerade ausländische Topathleten, wo ein unglaublichen Fördersystem unterliegen, haben diese Probleme nicht gehabt. Wir in Deutschland haben nach wie vor ein nicht so optimales Sportfördersystem, dass man jetzt ausgesorgt hat, wenn man Weltmeister geworden wird. Ja? Aus diesem Grund habe ich schon sehr früh neben dem Leistungssport angefangen, 2 Berufsausbildungen zu absolvieren. Und ich habe 40 Stunden in der Woche normal gearbeitet im Büro und habe morgens und abends trotzdem noch 10-mal in der Woche trainiert. Bedeutet, ich hatte eine 70-Stunden-Woche und habe da, ja, ich sag mal, nichts geschenkt bekommen und bin den harten Weg nach oben gegangen. Und das war eine große Herausforderung. So why continue to wrestle? If there's no money in it and you had these other professions where you were making a living, why continue to wrestle? Weil ich früh verstanden habe, dass alles, was ich selbst bin, meine ganze Persönlichkeit, alles resultiert aus dem Sport. Ich bin heute der ich bin, weil Ringen mich das gelehrt hat. Die Schule von dem Sportringen hat mir alles gegeben. Und diese Ideale bringen mich durchs ganze Leben. Das ist wirklich so 1:1 übertragbar. Und das fasziniert mich und fasziniert mich auch am der Sportart Ringen. When I think of Frank Stabler's career, and the obstacle I see is the weight cut from 72 to 67. And you're obviously a good size 72 kilo guy. And if someone was to say, how does this guy make 67? Nobody would be able to understand it. So what is your natural weight? Between 75, 76 kilo. And have you ever contemplated going 77, moving up? Das große Problem ist, habe ich zusammen mit meinen Trainern viel darüber nachgedacht. Ich bin in der blödesten Mitte überhaupt. Der Weg nach unten ist eine Katastrophe, aber der Weg nach oben ist auch eine Katastrophe, weil ich schon in meinem Alter extrem austrainiert bin und ich sag mal nicht höher wie 76 Kilo kommen kann. Und man weiß, im Ringen kommen die Jungs von 80, 82 Kilo runter. Und an der Weltspitze ist das ein unglaublicher Unterschied. Deswegen haben wir uns entschieden, wir gehen den verdammt harten Weg nach unten, um den Traum von einer Olympiamedaille noch leben zu können. With the Olympics being postponed, Frank Stabler will still be at 67. Is that what you're saying come Tokyo? Yes.
zu 100%. Let's move to your world championship success. We mentioned 3-time world champion, 2-time world bronze medalist, but you've represented Germany at the world championships 7 times, 5 medals. What's your most memorable moment through those 7 world championships? Ich habe 2 ganz besondere große Momente. Natürlich in Las Vegas, mein erster Weltmeistertitel. Unfassbar besonders für mich, weil niemand auf der Welt und ich selbst haben damit gerechnet. Man hat sich es gewünscht, aber man konnte es nicht berechnen. Und natürlich der allergrößte war der Hattrick in Budapest zum 3. Mal in einer zum 3. Mal unterschiedlichen Gewichtsklasse, was bis jetzt weltweit einzigartig ist. Und das ist was ganz, ganz Besonderes, was mich sehr, sehr stolz macht. We posted a video the other day of you celebrating with your teammates, your championship in Las Vegas after defeating Hansu Ryu. And for those who don't know, you ended a drought of 21 years where Germany hadn't had a Greco-Roman world champion. The last one prior to that was in 1994. So moving forward to 2018, we'll hop over your win over Damir Zadraev of Kazakhstan in 2017. But you had your daughter in the crowd in 2018. So to go from celebrating with your teammates to celebrating with your daughter, what did that mean to you to have her there? Also es sind komplett unterschiedliche Emotionen und ich bin so glücklich, dass ich diese vielen unterschiedlichen Emotionen leben durfte. In Las Vegas war es eine so große Sensation und gerade das Video von den letzten Tagen, wo ich von der Matte runterkam und all meine Teammitglieder, meine Freunde mich umarmt haben, ich habe dann nur noch geweint und war unglaublich glücklich. Beim zweiten Mal, bei dem zweiten Weltmeistertitel, wollte ich es der ganzen Welt beweisen, nach meinem Fall in Rio bei den Olympischen Spielen, dass ich immer noch die Nummer 1 bin. Das hat mich angetrieben. Und der allerschwerste Titel war der 3., weil wenn man schon 2-mal Weltmeister ist, mich fragen viele, wie kann man sich da noch motivieren? Und ich habe mir unglaublich schwer getan, mich noch zu motivieren. Aber dann kam Gott sei Dank ein Geschenk Gottes und meine Prinzessin Alia in mein Leben. Und ich habe mir gesagt, das ist was ganz Besonderes, wenn sie dabei ist. Und ich möchte nicht, dass sie ihren Papa verlieren sieht, sondern ich wollte sie stolz machen. Und das hat mich extrem angetrieben und motiviert und hat den dritten Titel gebracht. Viele meiner Freunde und auch Nationalmannschaftskollegen haben zu mir gesagt, warte noch mit der Kinderplanung bis nach der Karriere. Das ist nur eine Ablenkung. Aber ich wollte nicht warten. Zusammen mit meiner Frau kam dann unsere Prinzessin, weil ich mir damals schon gesagt habe, ich möchte nicht irgendwann ihr die Geschichten erzählen, dein Papa ist mal Weltmeister geworden, sondern ich wollte, dass sie Teil dieser Geschichte wird. Another person that was a part of that story was Thomas Bach. But before we get to that, that match was one of the most memorable matches of the 2018 World Championships. You are winning, then you get hit for passivity. You were going 100% in the second period. You get hit for the inactivity, you get placed down, and you have to score in the last minute to win the world title in Budapest. Then, of course, the glasses come on, the epic photos, but to celebrate with Thomas Bach, the president of the IOC after, who is also from Germany. What was that like? Ja, es war unglaublich, aber es war schön, dass Thomas Bach da war, aber für mich war noch wichtiger, dass meine Tochter da war und meine Familie, meine Freunde. Thomas Bach war ein Bonus, dass er diese Geschichte mitverfolgen konnte vor Ort, macht mich extrem stolz. Er ist somit Teil dieses Ganzen und ja, Budapest war unglaublich. Ich weiß noch, 8000 Ungarn gegen mich. Ich lag zurück bis in die letzte Minute gegen Balint Karpasti und konnte diesen Kampf dann noch drehen in der Höhle der Löwen. Und das ist für mich ja ein ganz, ganz besonderer Moment. Und ich glaube, man sieht es auch, wo der Kampf vorbei war, waren die Emotionen so stark. Und ich hoffe, dass ich das nie mehr in meinem Leben, dieses Gefühl, verlieren werde. When you think of Frank Stabler wrestling, your crowd is enormous. So can you take this time just to thank a few of those members who have always been there? I know that with the people with the green shirts or whatever color they may be, you don't have enough time to thank them because it would take an hour, but who are some of the individuals who helped you to the point where you're at? Alles geholfen auf dem Weg. Da gibt es gar keine einzelnen Personen hervorzuheben, weil meine komplette Familie, wirklich geschlossen, von Frau, Tochter, Mama, Papa,
Onkel, Tanten, Oma, Opa, Bruder, alle sind mit dabei. Ich denke, ich habe einen der stärksten Fanblogs, den es in der Ringerwelt überhaupt gibt. Meinen grünen Block, die grüne Wand ist immer präsent, ist immer stark und sie peitscht mich so oft noch weiter, immer weiter übers Limit, obwohl ich nicht mehr kann. Weil ich weiß, ich kämpfe nicht nur für mich alleine, sondern für all die Menschen auf der Bühne, wo mich auf der ganzen Welt begleiten. Und das ist Frank Stäblers grüner Block. Moving to the 2019 World Championships in Nur Sultan, 67 kilos, one of the most stacked weight classes. And really, it was a tale of two different sides of the bracket. Up top, you had Artem Surkov. Down below, I'll run through this list for the fans who are not familiar with it. On your side of the bracket, Olympic champion Ismael Barrero, two-time world champion Hansu Ryu, Rasul Chanayev, world champion Olympic bronze medalist, Mohammed El Said Ibrahim from Egypt, two-time U23 world champion, Morten Thorsen, this year's European champion, Mihai Mahut, European champion from a few years ago, and then yourself. You see that bracket. What is going through your mind in Nur Sultan? Ich habe die Auslosung gesehen. Zu diesem Moment war ich noch so schwach vom Abnehmen, dass ich kaum stehen konnte und habe mir nur gedacht, verdammt, das wird ein richtig harter Tag. Oder besser gesagt, 2 richtig harte Tage. Und dann habe ich aber gleich versucht, meinen Kopf wieder stark zu machen. Ich wollte diesen Traum, es war nicht das Ziel, nochmal Weltmeister zu werden, sondern die olympische Qualifikation zu kämpfen. Alles war neu für mich. Ich war noch nie in diesem Modus, das Gewicht zu bringen und dann eine Stunde später in den Wettkampf einzusteigen. Das war alles neu. Ich wusste nicht, wie mein Körper reagiert. Und somit habe ich auch die ersten 2 Kämpfe dann gewonnen. Und beim 3. Kampf gegen Ismael Barrero war dann der Akku einfach leer. Das war zu viel Gewicht machen und dann zu viel Kämpfe innerhalb kürzester Zeit. Und da konnte ich extrem viel lernen daraus. Lose to Ismael Barrero of Cuba, but you bounce back and you score wins over Mahut, Ryu Hansu, who you wrestled in the 2015 World Finals, and then you capped off your bronze medal run with a win over El Said. But champions are often defined how they react after a loss more than the gold medals or the wins that you see. And we learned a lot about Frank Stabler when you bounced back and you went on that run to get your bronze medal. So for young wrestlers out there, what would you say to them who often struggle after a loss? What advice would you give a young wrestler who just doesn't have the ability to fight back sometimes? Also ich kann Ihnen verraten, dass es nicht einfach ist. Ich bin 3-facher Weltmeister gewesen und habe dann gegen Barrero so deutlich verloren. Ich habe noch nie in meinem Leben so deutlich verloren. Und das war wirklich ein Schlag ins Gesicht. Und ich bin tief gefallen. Aber Gott sei Dank habe ich die besten Trainer der Welt an meiner Seite. Und mein Coach hat zu mir abends auf dem Hotelzimmer gesagt, Frankie, große Champions verlieren nie. Aber ganz große Champions verlieren und kommen wieder. Sie kommen wieder. Und wo ich das gehört habe, da habe ich immer noch Gänsehaut bekommen, habe ich gesagt, okay, ich werde morgen wiederkommen und der ganzen Welt beweisen, dass ich zurückkommen werde und ich werde diese Medaille holen und die Olympia-Quali. Und das hat dann von ganz unten nach ganz oben innerhalb von kürzester Zeit ist das passiert und das ist immer noch verrückt. Und die Niederlage gegen Ismael Barrero motiviert mich jeden Tag. Ich träume von einer der größten Revanche aller Zeiten, am besten im olympischen Finale. You bounce back to the European Championships. Moving forward to there, you win your 2nd European title. That was in Rome earlier this year with a win over Ayuri Lumtadze in the finals. And he was on a roll that day. If you look at who he defeated, the win over Davor Stefanik, and then, of course, over Ettlinger and Khan. And then you guys meet in the finals, and it just seemed like it was a different Frank Stabler. You were a little more aggressive than, and it's hard to say that you're more aggressive than you are, but was there a fire under you after seeing his tournament? Ja, es ist natürlich schwierig. Es ist ein anderes Ringen, wie wenn ich das Gewicht bringen muss. Wenn ich 67 Kilo bringen muss, muss ich anders kämpfen, weil ich mit meiner Energie, mit meinen Ressourcen besser umgehen muss, besser haushalten muss. In 72 Kilo, das ist meine Gewichtsklasse. Ich fühle mich unglaublich gut. Der
Akku geht viel langsamer leer und dort kann ich dann auch von der ersten bis zur letzten Sekunde auf einem unglaublich hohen Niveau kämpfen. That was up at 72. Down at 67, the European champion was Morten Thorsen of Norway. And Morten was on the show a couple of months ago, and I gave him the opportunity to pick one wrestler, past, present, who he wanted to wrestle. It could be Greco, freestyle, it didn't matter. And I said, who do you want to wrestle? And I quote, his response were, we're good buddies, but I want a rematch against Frank Stabler at 67. I want that rematch before he retires. So what do you have to say to that? Because you beat him in Nur-Sultan, and he said he was returning from a back injury, but what do you have to say to that? Would you like to wrestle Morten? Ich schätze ihn sehr für diese Einstellung. Also, es erinnert mich an mich selbst. Man möchte sich immer mit den Besten messen. Das ist eine Einstellung eines Champions. Deswegen ist er auch Europameister geworden. Aber ich freue mich auch auf dieses Rematch. Ich war in Nur-Sultan, alles war neu. Bei weitem nicht in meiner Bestform. Und ich hoffe, er qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Tokio. Und dann bekommt er in Tokio die große Revanche. Und dann schauen wir, wer besser drauf sein wird. Ich freue mich auch auf diesen Kampf. Let's give you the opportunity. If you could wrestle somebody past, present, any weight class, who would it be? Mein guten Freund Migran Arutunyan. Für mich der wahre Olympiasieger aus 2016 aus Rio. Wir hatten nie die Chance, gegeneinander zu kämpfen. Und ich finde, er ist ein großartiger Ringer, ein unglaublicher Techniker, mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund. Und das wäre ein Traum gewesen, mal einmal gegen ihn zu kämpfen. We're running out of time, so we won't keep you too much longer, but let's talk about your life after wrestling. You made your senior level debut in 2010 at the European Championships in Baku, Azerbaijan. And it's no secret that you're on the back end of your career. So how long do you plan on competing for? Also erstmal habe ich ein Bonusjahr jetzt bekommen durch die Olympiaverschiebung. Und ich bereite es schon seit mehreren Jahren neben dem Ringen schon vor. Ich freue mich auf die Zeit danach. Ich werde als Speaker, als Motivationscoach arbeiten, hauptsächlich zusammen mit Kindern aus Brennpunktschulen mit großen Problemen und versuche ihnen durch meinen Weg, durch meine Erfahrungen zu helfen. Dieses Projekt mache ich zusammen mit dem Ministerium. Das ist jetzt schon angelaufen. Es wird sehr groß werden und da freue ich mich drauf. Und da warten, ich denke, große Aufgaben auf mich, wo ich mit meinen Erfahrungen viel Gutes tun kann und helfen kann. Und deswegen ist die Zukunft in diesem Bereich schon gesichert. Und gestern habe ich meinen Tag X bekommen. Der 4. August ist der Tag, wo das olympische Finale in Tokio stattfindet. Und das ist der Tag, wo meine internationale Karriere hoffentlich mit der Medaille enden wird. And what about your story? You said you're going to become a keynote speaker. So what about your story do you think would motivate people? Man kann die Geschichte vom Sport 1:1 übertragen auf das ganze Leben. Egal ob in einem Business, ob in der Schule, ob in einer Beziehung. Es ist alles das Gleiche. Und ich habe durch das Ringen gelernt, eingangs habe ich erzählt, ich bin heute der ich bin, durch das Ringen. Und das kann man weitergeben. Der Umgang mit Rückschlägen. Wie kommt man zurück? Wie tut man negative Gedanken in einen positiven umwandeln? Und wie kann man das anwenden, wenn es nicht so gut läuft? Und das sind lauter Ratschläge, die ich weitergeben kann, die ich selbst gelebt habe. Und darauf freue ich mich schon. Ich denke, es ist authentisch und macht auch großen Spaß, dann auch mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Well, that's going to do it for this UWW Live. Frank, the floor is yours. I know you have a cool challenge going on Instagram right now. Please tell your fans where they can follow you on social media if they're not already doing so. And can you give us a little bit more about the challenge? Es ist eine sehr witzige Geschichte. Über die Deutsche Sporthilfe haben wir hier eine Challenge ins Leben gerufen, wo unglaublich viele Leute gerade mitmachen. Und sie wollten eigentlich was Ringer-Spezifisches, das mit viel Kraft und Power. Und das gibt es aber schon so viel. Und ich habe überlegt, vielleicht ein bisschen aus Dynamik, was ein Ringer auch haben muss. Wir tun einfach mal ein Papier aufheben, ohne dabei umzufallen, auf einem Fuß. Und einfach mal was Neues, was gerne die ganze Ringerwelt mal probieren kann.
I'll tell you this. I was doing it this morning and my daughter came up and she said, "What are you doing?" I want to try it. So she tried it and fell on her face. Oh, but Frank, thank you so much for joining us. Make sure you're following Frank Stabler on Instagram. Make sure you're following United World Wrestling on Instagram, Twitter, Facebook, and subscribe on YouTube. Jens Zimmerman, I want to thank you for your translations. Until next time, so long, wrestling fans.